Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich möchte mir heute einen Mohnkuchen backen und da ich dafür erheblich mehr Zutaten brauche als normalerweise bei meinen Rezepten, alle benötigten Zutaten und die dazugehörigen Mengenangaben findest du wie immer in der Infobox. Der Mohnkuchen besteht aus 3 Teilen. Der Boden wird ein Mürbteigboden sein, dann die Mohnfüllung werde ich zusammen in einem Grießpudding kochen und dann noch als Topping mache ich dann noch Butterstreusel. Beginnen werde ich mit dem Mürbteigboden. Normalerweise kennt ihr das ja von mir, dass ich alle Zutaten in der Küchenmaschine miteinander vermenge. Heute habe ich mir mal gedacht, machen wir das mal klassisch, ganz normal mit einem Handrührgerät. Zuerst werde ich mir, wie gesagt, den Mürbteigboden herstellen. Und dazu habe ich jetzt hier mein Mehl, gebe dazu die Butter, gebe mein Zucker dazu, das Backpulver, die Prise Vanille, Prise Salz und das Ei. Und das alles werde ich nun mit dem Handrührgerät verkneten. Den Rest werde ich jetzt noch mit der Hand verkneten. Man kann natürlich auch, wenn man das möchte, komplett mit den Händen machen. Den Teig schlage ich mir dann in Klarsichtfolie ein und lege ihn für circa eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Als nächstes bereite ich mir dann schon mal gleich die Butterstreusel vor. Im Prinzip ist es eigentlich genau dasselbe. Ich habe hier mein Weizenmehl. Dazu gebe ich die Butter, den Zucker, eine Prise Salz für den Geschmack und verknete das Ganze. Und somit habe ich nun meine herrlichen Butterstreusel. Auch die Streusel werde ich bis zur weiteren Verwendung in den Kühlschrank geben. Als nächstes komme ich nun zum eigentlich aufwendigsten Teil. Ich werde mir einen Grießpudding kochen, um darin dann meinen Blaumohn einzurühren. Das macht die Füllung um einiges saftiger, als wenn ich nur den Mohn oder eine Backmohnmischung verwenden würde. Ruhig zwischenzeitlich immer die Milch etwas umrühren, damit sie sich gar nicht erst absetzt. Gebe ich die restliche Milch zu dem Grieß, verrühre den. Bei Grieß ist es so, dass man ihn wirklich erst kurz bevor man ihn in die kochende Milch einrührt, mit der vorhandenen Milch glatt rühren sollte. Wenn man das zu früh macht, wie zum Beispiel beim Vanillepudding, dann hast du nach kurzer Zeit hier schon Zement drin. Dann kannst du hinterher nichts mehr rühren. So, jetzt den Grieß in die kochende Milch geben. Aufkochen lassen. Zucker mit dazugeben. Gerade bei Grieß ist es besonders wichtig, dass der wirklich ordentlich einmal aufkocht, damit er dann nachher auch wirklich schnittfest wird. Das sieht doch gut aus. Gebe ich jetzt den Mohn dazu, rühre den damit rein. Gebe ich noch die Butter mit rein.
Dann gebe ich noch die gemahlenen Mandeln damit rein. Und zum Schluss hebe ich noch das Ei unter. Bis zur weiteren Verarbeitung werde ich mir den zur Seite stellen. Ich nehme mir circa ein Viertel von dem Mürbteig weg. Den brauche ich nachher, um den Rand zu formen. Dann habe ich hier eine 22er Springform. Da werde ich jetzt den Teig drin reindrücken. Man kann ihn natürlich auch ausrollen. Ich habe jetzt hier diese Silikonspringform nicht extra eingefettet. Ich habe bisher mit denen eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. Also da man den Rand auch so ohne weiteres abnehmen kann, spare ich mir diesen Schritt. Den zweiten Teil des Teiges rolle ich mir aus. Und nun forme ich mir einen Rand. Danach gebe ich mir dann die Mohnmasse in die Springform. Streiche das Ganze ein bisschen glatt. Und zu guter Letzt kommen die herrlichen Butterstreusel oben drüber. Den Kuchen werde ich nun bei 170 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 50 Minuten ausbacken. Das ist nun der Kuchen frisch aus dem Ofen. Ich lasse den Kuchen noch komplett auskühlen, bevor ich ihn dann anschneiden werde. Der Mohnkuchen ist nun komplett ausgekühlt und ich möchte ihn nun aus der Springform rausnehmen und anschneiden. Gehe ich mit der Palette erstmal hier am Rand entlang, damit von dem Mürbeteig nichts kleben bleibt. Ich habe das ja wie gesagt nicht eingefettet. Das ging doch schon mal sehr gut. Dann werden wir einfach mal ein Stück rausschneiden. Gut, dann werden wir jetzt mal versuchen, das Stück herauszubekommen. Heil. Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden. Den werde ich mir gleich bei einer Tasse Kaffee ordentlich schmecken lassen. So, das war es wieder soweit von mir. Das Rezept ist wie immer zum Nachlesen in der Infobox. Wenn du mehr solcher Videos sehen möchtest, dann abonniere doch einfach kostenlos diesen Kanal und lass mir einen Daumen hoch da. Vielleicht kann ich dich dann ja bald zu einem meiner nächsten Videos wieder begrüßen. Bis dahin mach es gut, bleib gesund und viel Spaß beim Nachbacken. Tschüss.